Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute wird es soweit sein. Heute ist der Tag der Tage. Wir erreichen die 800k Int. Ja, ist für mich auf jeden Fall was Besonderes. Und danach geht es wieder auf Ausdauer. Das hatten wir ja schon im letzten Video erwähnt. Wir versuchen heute im Video das Ganze hier zusammen zu bekommen an Gold, dass wir hier ja, gemeinsam die 800k hitten und hoffentlich auch runden. Damit wir genau die 800.000 dazu stehen haben. Das ist unser Ziel heute. Und mal gucken, ob wir das auch erreichen können soweit. Ne? Wir werden dazu die Alu spielen. Ich bin übrigens so, ja, muss ich sagen, auf dem Main schon Freund geworden, die kleinen Quests auch anzunehmen. Ich finde einfach durch ja, das Risiko, was man hier minimiert, dadurch, dass man jetzt nicht große Quests die ganze Zeit annimmt, ist schon gegeben. Also ich mache hier nur noch immer so kleine Quests, die ich hier annehme, die 25er, weil ich hatte es in der Vergangenheit schon sehr häufig gehabt und ich würde schon sagen, dass ich eher unlucky als lucky bin, dass ich mal die 100er Quest angenommen habe und ja, so wie jetzt halt eben auch, ne, da kaum eine Kiste dabei war und halt eben die Alu, ja, weiß ich nicht, 0 Sterne bekommen habe und das ist natürlich immer in dem Falle sehr ärgerlich, wenn man halt eben direkt die 100er Alu-Quest spielt, anstatt 25 und ja, dann gar keine Kiste bekommt auf 100 Alu plus, dann auch noch 0 Sterne, was extrem unlucky ist und dann hat man einfach 100 Abenteuerlust angezündet in einem Durchgang und das möchte ich natürlich vermeiden und deswegen hatte ich vor längerem jetzt schon angefangen auf kurze Quests die ganze Zeit zu gehen. Ich meine, es kann sich über die Zeit natürlich auch ausgleichen, dass man auch mal Glück hat, eine 100er Quest zu nehmen und ja, die läuft dann super, bekommt man 2 Kisten, 3 Sterne und so, aber das ist dann eher so die Ausnahme und ja, seitdem ich das mache, habe ich das Gefühl, ich lose da ein bisschen weniger als sonst. So, ne? Und man hat auch die Chance, ein paar mehr Gegenstände so zu finden, vielleicht, ne? Bisschen mehr Früchte oder Pilze oder so, ne? Und deswegen, ja, bin ich da eigentlich schon, muss ich sagen, ein Fan von geworden, so, ne? Genau. Wir werden auch gleich mal das erste Gold verskillen, was wir hier bekommen haben. Und dann schauen wir mal, wie weit wir jetzt damit kommen und ob wir uns schon der 800.000 damit nähern. Und wir werden natürlich mal gucken, ob wir ein bisschen Glück haben bei dem Hütchenspieler bzw. Glücksrad. Aber wir gucken erstmal, wie weit uns hier die Milliarde Gold gebracht hat. Sollte uns schon so langsam in die Nähe befördern. Reicht natürlich noch nicht, aber wir kommen jetzt schon so ein bisschen langsam dahin. So, 700. Mal gucken, was das Glücksrad sagt. Gestern hat es nicht gegönnt. Mal gucken, was wir heute kriegen hier. Einmal haben wir jetzt Gold bekommen, zweimal. Okay, es bleibt bei zweimal. Mehr wird es nicht. Dann schauen wir mal, was der Hütchenspieler macht. Der kann auch immer gut reincarryen. Wenn wir hier einen 5er Pasch Gold würfeln, sind das auch einfach mal 500 Millionen Gold. Deswegen, das nimmt man natürlich ganz gerne mit. Mal gucken, ob es hier klappt und wir ein bisschen Glück haben oder ob wir heute komplett leer ausgehen, aber es sieht heute gar nicht gut aus. Das sieht wirklich absolut gar nicht gut aus, ja. Da haben wir wirklich überhaupt gar nichts bekommen, großartig. Dann müssen wir jetzt halt eben drauf hoffen, dass die Quests hier noch ein bisschen reinschallern und ja, wir hier halt eben unser restliches Gold bekommen, was wir noch benötigen für die Quests. Ne? Das wäre zum Beispiel super gewesen, jetzt eine Quest, wenn wir jetzt eine 100er gespielt hätten, weil da haben wir jetzt 2 Schlüssel bekommen, 3 Sterne, besser geht's nicht. Das auf 100 Alu ist natürlich Jackpot, aber so eine Quest zu bekommen ist auch wirklich verdammt selten und passiert eher ja, wirklich in geringerem Ausmaße. Deswegen, ja, ihr könnt mir aber sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie seht ihr das Ganze? Was seid ihr für ein Spieler? Nutzt ihr die Taktik, dass ihr auf kleine Quests geht in der Expedition? Oder sagt ihr euch, nee, ich nehme nur die 100er Quests an, weil es auch einfach schneller geht und so? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Zeit habe, dann nehme ich auf jeden Fall immer so die kleinen Quests an, aber es kommt auch schon mal vor, dass man im Alltag ein bisschen gestresster ist, beziehungsweise
ja, die Alu halt so ein bisschen rushen muss und nicht ganz so viel Zeit hat, dann bin ich ehrlich, dann zocke ich auch mal die 100er Quests weg. Und ich mache das auch auf meinen anderen Accounts, also auf meinen Battle Mage und meinen Krieger. Die zwei Klassen, die ich noch Langzeit spiele, da nehme ich tatsächlich auch immer die 100er Quests an, weil es halt einfach schneller geht. Aber auf meinen Main versuche ich halt wirklich so gut es geht zu maximieren, und dann gehören halt eben auch die kleinen Quests dazu. Und deswegen nehme ich die hier halt auch an. Außer man hat mal wirklich nicht viel Zeit. Dann nehme ich hier auch mal die 100er Quests an, weil es halt einfach super schnell geht. Was halt auch wirklich ein großer Vorteil ist von den Expeditionen, dass du dir halt da halt eben aussuchen kannst, wie schnell du da durch sein willst. Und wenn du hier die 100er Quests annimmst, dann bist du innerhalb von ein paar Minuten hier fertig mit dem Ganzen und brauchst dir da keinen Stress mehr machen, großartig, ne? Okay, wir haben jetzt aber fast die Alu fertig. Hier können wir auch noch ein bisschen was abholen. Ja, hier noch ein bisschen XP, und können wir noch irgendwas hier in den Kessel schmeißen. Das kann weg. Das kann alles weg hier. Das brauchen wir nicht. Das können wir einmal opfern. Und dann haben wir die nächste Milliarde am Start. Und jetzt wird schon so langsam knapp. Ja, jetzt sollten wir so langsam Richtung 800k kommen. Jetzt darf man auch nicht zu schnell skillen, weil der kann natürlich dann relativ leicht auf die 800.000 springen. Aber ich glaube, das sollte auf jeden Fall noch reichen. 100 Millionen haben wir jetzt noch über. Ja, das reicht auf jeden Fall hier auch noch. So, wir müssen auch noch ein bisschen die Rest-Alu hier spielen. Und dann müssen wir mal gucken. Es wird tatsächlich jetzt sehr knapp im Video, ob wir auch die 800.000 jetzt erreicht kriegen, weil wir halt wirklich gar kein Glück gehabt haben jetzt beim Hütchenspieler oder beim Glücksrad. Gut, da haben wir zweimal Gold bekommen. Das ist tatsächlich durchschnittlich. Aber ja, ich hätte mir erwartet, da ein wenig mehr Gold zu bekommen, damit wir jetzt ein bisschen safer sind. Das wird aber, glaube ich, nochmal tatsächlich eine knappe Nummer hier. Ja, schauen wir gleich mal. Nehmen wir mal die Seelen mit hier. So, obwohl wir die auch nicht mehr großartig brauchen, außer für den Pokal bei den Titel und Taten. Ja, hier nehmen wir das mit. Wir sind ja schon drauf 3 Sterne. So, das war's tatsächlich mit der Alu, ja. Jetzt schauen wir mal. Es könnte wirklich sehr knapp werden hier mit den 800.000. Es könnte... Ja, wo kriegen wir jetzt noch das Restgold her, ist die Frage. Auf wie viel springt er? 71. Es reicht nicht. Wir haben die Alu schon fertig. Holy shit. Okay, hier kriegen wir auch noch ein bisschen was her. Und wir haben ja auch noch... Stimmt, wir haben ja auch noch die... die Reichtumsrauferei. Das Event könnte jetzt tatsächlich uns final dazu helfen, die restlichen Punkte zu bekommen. Aber es wird arschknapp. Ja, es wird wirklich sehr, sehr knapp. Und wir müssen auch noch die Daily erledigen. Das machen wir jetzt auch gleich noch. Dann kriegen wir auch nochmal 160 Millionen. Das bringt uns auch nochmal ein bisschen näher an die 800.000. Aber ich hätte jetzt im Leben nicht gedacht, dass das jetzt wirklich so knapp wird hier. Gut, machen wir Unterwelt-Fights noch. Gehen wir kurz auf die Daily, dass wir die hier noch beenden. Dann besiegen wir noch einen bloßen Händen. Den Edelstein können wir auch noch verkaufen. Ist auch noch ein Statpunkt mehr. So, jetzt nehmen wir jeden Statpunkt mit, den wir kriegen können. So, dann legen wir das wieder an. Zack, noch einer mehr. Okay, dann ab für die Quest. Boom. Haben wir das. Pets. Ja, können wir auch noch ein paar Früchte verkaufen, wenn es Not tut. Ja, aber wir haben auch noch die Reichtumsrauferei. Es könnte wirklich... ja, doch, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Mal gucken, ob wir genau auf die 800.000 kommen. So. 92, 3, 4, 5. Okay, wir haben es auf jeden Fall. Ja, das sollte kein Problem sein, aber es wurde sehr knapp. So, springt er jetzt noch weiter? 7, 8. Mal gucken, springt er jetzt noch einen weiter oder springt er auf die 9? Okay, er springt auf die 9. Ah, okay, dann... Ja, verskippen wir mal den finalen Punkt auf Intelligenz, und zwar die 800k. Jetzt hoffen wir mal, dass er nicht weiter springt. Könnte sein, er springt jetzt noch einen weiter. Aber, ja, es ist klar. Es ist klar, es ist klar, dass wir hier noch die 2 da vorne stehen haben.
wir konnten es nicht sein lassen und uns mal hier runden. Da haben wir wieder eine ungerade Zahl am Start. Das ist natürlich sehr unlucky. Okay, was wir jetzt aber als nächstes machen ist Folgendes. Wir holen uns jetzt das restliche Beutegold noch von den anderen Spielern. Und jetzt, ich wollte es gerade schon tun, ne? Jetzt wird es natürlich wieder hart werden, für die nächste Zeit auf Ausdauer zu gehen. Wie gesagt, bis 600k ist jetzt erstmal so mein Ziel, dass wir bis dahin, ja, erstmal soweit auf Dings gehen hier, auf Ausdauer. Mal gucken, wie lange, also wir werden es auf jeden Fall durchziehen. Oh, der hat fast, also, okay, das ist Free Gold hier. Da brauchen wir auch nicht direkt verskillen, das sind immer Free Fights. Ja, macht er hier kurz eine AFK-Challenge oder so, haben wir nochmal 3 Punkte mehr. Ja, okay, nice. Richtung 600k ist jetzt das Ziel. Wir werden wahrscheinlich auch die 2 Milliarden Lebensenergie bis dahin besiegen. Ist auch nicht verkehrt, sag ich ganz ehrlich, für den Sandsturm, weil dort bräuchten wir auch ein bisschen Ausdauer, damit wir vielleicht den ein oder anderen Treffer wieder überleben. Ganz knapp. Obwohl, ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also, wir überleben hier halt keine 2 Schläge. Ja, ich weiß nicht, wie es ist, wenn wir 2 Milliarden Leben haben, ob wir dann 2 Schläge irgendwann hier überleben. Aber ich glaube, da bräuchten wir viel mehr Ausdauer. Ist jetzt aber nicht in meinem Interesse, also von daher, genau, werden wir weiterhin den Plan verfolgen und 600k Ausdauer ja, hitten und danach gehen wir auf die Million Intelligenz. Das ist so der Plan für die nächsten paar Monate auf jeden Fall. Und genau, das soll es erstmal soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich verabschiede mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.